Moin ihr Lieben, heute habe ich hier eine Husqvarna 562 XP, die ein bisschen laute Geräusche macht vom Motor her. Ich vermute ein verschlissener Kolben. Ich habe da mal ein Video von gemacht, das werde ich euch gleich einschieben. Und dann werden wir die Säge mal zerlegen und den Kolben ausbauen und dementsprechend vermessen. Hier haben wir den Zylinder bzw. Kolben und wenn man sich den genau anschaut, ja, der hat halt schon ein paar Spuren, das hier ist nur Dreck. Was man hier sieht, da ist nichts mehr zu sehen von den Querrillen, nur hier oben. Und wenn man jetzt an dem Punkt hier misst, mit der Bügelmessschraube, dann hat man sage und schreibe, ja, hier hat er ein bisschen gefressen. Naja, der Zylinder sieht auf jeden Fall noch top aus. Da kann man also nichts sagen. Also wir haben hier vom Nullmaß 15, 16,5 Hundertstel Spiel. Das ist natürlich schon eine Menge, wenn man von 4 Hundertstel ausgeht im Neuzustand. Der Zylinder sieht gut aus, da kann man nichts sagen. Ja, also Beschichtung ist noch gut. Das ist alles soweit gut. Ich werde jetzt hier einen neuen Kolben besorgen. Zubehörkolben. Da würde ich allerdings auf Meteor gehen. Das ist qualitativ das Beste, was man im Zubehör mitbekommt. Klar gibt es noch andere Firmen wie Viseco und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob die für hier was anbieten für die Säge. Naja, ich mache jetzt einen neuen Kolben rein, baue das Ganze wieder zusammen und dann zeige ich euch gleich das Video, wie sie sich danach anhört. Ja, wie ihr eben auf dem Video gehört habt, ist das Klappern jetzt nahezu weg. Also ich höre nichts mehr. Das, was man noch ein bisschen hört, ist vielleicht die Fliehkraftkupplung. Der Motor klingt wieder sehr gesund. Klappern ist weg. Kompression war auch vorher voll da. Das ist also kein Indiz, dass man jetzt sagt, oh, die Kompression ist aber schlecht. Nee, wenn es soweit ist, dann hat das Ding so gefressen. Da brauchen wir dann auch mit dem neuen Kolben nicht mehr anfangen. Hier war es einfach so, der Motor hat stark geklappert. Und ja, nach einer bestimmten Anzahl Betriebsstunden, ich meine, man sieht es ja am Schwert schon, dass die Säge schon ein bisschen was getan hat, sollte man einfach mal hinhören, wie klingt das Ding, und bevor der große Kollaps kommt, einen neuen Kolben reinstecken. Macht man bei Motocross-Motorrädern ja genauso und von daher sollte die Säge jetzt wieder fit sein. Die muss jetzt noch ein bisschen einlaufen, dann mache ich ein bisschen fetteres Gemisch rein, die ersten 2 Tankfüllungen. Und dann ist sie wieder fertig für einen harten Forsteinsatz. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Schrauben.